Guten Tag zusammen und herzlich willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry und heute sprechen wir über ein Thema, das viele von euch kennen, vielleicht sogar sehr gut kennen. Das Thema heute ist Selbstvertrauen beim Deutschsprechen. Oder besser gesagt, warum haben so viele Lerner Angst davor, Deutsch zu sprechen? Willkommen zurück, Leute. Ich bin Emilia und ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Henry, ich muss ehrlich sagen, dieses Thema liegt mir sehr am Herzen. Als ich selbst eine neue Sprache gelernt habe, hatte ich genau dieses Problem. Man weiß die Wörter, man versteht den Satz, aber dann öffnet man den Mund und nichts kommt raus. Oder man sagt etwas und denkt sofort danach, ach nein, das war falsch. Ja, genau das meine ich. Und das Interessante ist, das ist kein Sprachproblem. Das ist ein Kopfproblem. Die meisten Deutschlerner machen nicht deshalb Fehler, weil sie die Grammatik nicht kennen. Sie machen Fehler, weil sie so sehr über die Grammatik nachdenken, dass sie vergessen, einfach zu reden. Oder sie sagen gar nichts, weil sie Angst vor Fehlern haben. Und ich frage mich immer, woher kommt diese Angst eigentlich? Ich glaube, es fängt schon in der Schule an. In der Schule bekommt man eine Note für jeden Fehler. Wenn man einen Fehler macht, ist das schlecht. Man wird korrigiert, manchmal vor der ganzen Klasse. Und dann lernt das Gehirn, Fehler sind gefährlich. Fehler bedeuten, du bist schlecht. Und dieses Gefühl, das bleibt. Auch Jahre später, wenn man als Erwachsener eine neue Sprache lernt. Das stimmt. Absolut. Und weißt du was? Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der seit 3 Jahren Deutsch lernt. 3 Jahre. Er kann komplizierte Texte lesen. Er versteht Filme ohne Untertitel. Aber wenn er mit einem Deutschen sprechen soll, wird er rot, fängt an zu schwitzen und sagt dann auf Englisch, Sorry, my German is not good enough. 3 Jahre lernen. Und er traut sich nicht zu sprechen. Oh, das kenne ich so gut. Und das Schlimmste daran ist, er spricht wahrscheinlich besser, als er denkt. Das ist das große Problem mit dem Selbstvertrauen. Man schätzt sich selbst immer schlechter ein, als man wirklich ist. Man hört die eigenen Fehler viel lauter als der andere. Der andere Mensch denkt vielleicht, wow, der spricht ja super Deutsch, und du selbst denkst, ich bin so schlecht, ich will aufhören. Und da möchte ich eine Frage an euch stellen, Leute. Schreibt uns gerne in die Kommentare, habt ihr dieses Gefühl auch? Habt ihr schon mal eine Situation erlebt, wo ihr Deutsch sprechen solltet und einfach nicht konntet, obwohl ihr die Wörter kanntet? Das interessiert uns wirklich. Ihr seid nicht allein damit, das verspreche ich euch. Ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte. Ein Freund von mir, er heißt Thomas, hat eine Zeit lang in Berlin gewohnt. Sein Deutsch war wirklich gut. Er konnte alles verstehen, konnte gut schreiben. Aber wenn er in ein Café gegangen ist und bestellen wollte, hat er immer auf Englisch bestellt. Warum? Weil er Angst hatte, dass die Kellnerin seinen Akzent hört und lacht oder ihn nicht versteht oder genervt ist. Und was ist dann wirklich passiert, als er sich getraut hat, auf Deutsch zu bestellen? Nichts, gar nichts Schlimmes. Die Kellnerin hat gelächelt, hat seinen Kaffee gebracht und hat vielleicht ein kleines Wort gesagt wie einen Moment bitte. Das war alles. Keine Lacher, keine genervten Blicke, kein Drama. Und Thomas hat mir danach gesagt, ich weiß nicht, warum ich so lange gewartet habe. Es war so einfach. Das ist so typisch, oder? Wir bauen in unserem Kopf ein riesiges Monster auf. Das Monster heißt, was passiert, wenn ich einen Fehler mache? Und dann, wenn wir wirklich sprechen, ist das Monster gar nicht da. Die Leute sind nett. Die Leute freuen sich, wenn jemand ihre Sprache spricht. Besonders die Deutschen. Ich glaube, viele Deutsche sind wirklich beeindruckt, wenn jemand Deutsch lernt. Das ist keine leichte Sprache. Das stimmt. Und ich möchte noch etwas sagen, was vielleicht überrascht. Fehler sind eigentlich gut. Wirklich, kein Witz. Fehler zeigen, dass man redet, dass man versucht, dass man mutig ist. Ein Fehler im Gespräch ist 1000-mal besser als Schweigen, weil durch den Fehler lernt man. Durch das Schweigen lernt man gar nichts. Und es gibt eine sehr interessante Sache, die Sprachforscher sagen. Die nennen das die Komfortzone beim Sprechen. Wenn man immer nur die Sätze benutzt, die man 100%ig sicher kennt, lernt man nicht weiter. Man bleibt auf demselben Niveau stehen. Man muss sich ein bisschen unwohl fühlen. Man muss Sätze versuchen, die man noch nicht perfekt kann. Nur dann wächst man als Sprecher. Genau. Und ihr wisst was? Das gilt übrigens auch für Muttersprachler. Auch Deutsche machen Fehler. Auch Deutsche sagen manchmal etwas falsch, suchen nach Wörtern, stocken, mitten im Satz. Sprache ist keine Maschine. Sprache ist lebendig. Sprache ist menschlich. Und zum Menschsein gehören Fehler dazu. Also, was können wir tun? Was hilft wirklich gegen dieses Selbstvertrauen-Problem? Ich habe ein paar Ideen. Erstens, fangt klein an.
Ihr müsst nicht sofort lange Gespräche führen. Fangt mit einem Wort an. Sagt Danke auf Deutsch, sagt Entschuldigung, sagt Guten Tag. Das klingt simpel, aber jedes dieser Wörter ist ein Schritt. Und Schritte bringen euch ans Ziel. Zweitens, und das ist mein persönlicher Tipp, redet mit euch selbst auf Deutsch. Ich weiß, das klingt ein bisschen verrückt, aber es funktioniert wirklich. Wenn ihr morgens aufsteht, sagt auf Deutsch: Heute ist Mittwoch, es ist Mittag, ich bin müde, das Wetter ist schön. Ihr übt die Sprache, ohne dass jemand zuhört, ohne Druck, ohne Angst. Und ganz langsam wird die Sprache normal für euren Mund. Drittens, sucht euch einen Sprachpartner, jemanden, der auch Deutsch lernt. Oder jemanden, der Deutsch spricht und eure Muttersprache lernt. So könnt ihr beide üben, beide Fehler machen, beide lachen und beide wachsen. Heute gibt es so viele Apps und Webseiten, wo man solche Partner finden kann. Das ist einfacher als je zuvor. Und viertens, hört auf, euer Deutsch mit dem Deutsch von Muttersprachlern zu vergleichen. Das ist unfair. Das ist wie wenn ihr nach 3 Monaten im Fitnessstudio erwartet, so auszusehen wie ein Profisportler. Natürlich sieht ein Muttersprachler besser aus in seiner Sprache. Er hat 20, 30, 40 Jahre Übung. Ihr habt vielleicht ein paar Monate. Vergleicht euch mit euch selbst. Seid ihr heute besser als vor einem Monat? Dann macht ihr alles richtig. Das ist ein so wichtiger Punkt, Emilia. Und ich glaube, viele Lerner fallen genau in diese Falle. Man hört einen Deutschen sprechen, schnell, flüssig, mit diesem schönen Rhythmus. Und dann denkt man, das schaffe ich nie. Aber das ist falsch. Das schafft man. Es dauert einfach Zeit. Und Zeit ist in Ordnung. Ich möchte euch noch eine kleine Übung mitgeben für heute. Die Übung heißt, eine Sache auf Deutsch sagen. Nur eine. Heute, irgendwann, sagt eine Sache auf Deutsch. Laut. Vielleicht alleine zu Hause, vielleicht zu einem Freund, vielleicht zu eurem Hund oder eurer Katze. Sagt einen Satz, nur einen. Und dann morgen 2 und übermorgen 3. Ganz langsam, ganz ohne Druck. Und schreibt uns in die Kommentare, was war euer Satz heute? Wir lesen wirklich alle Kommentare und wir freuen uns über jeden einzelnen. Es ist immer schön zu sehen, wie ihr wächst und wie ihr euch traut, die Sprache zu benutzen. Das macht uns wirklich glücklich. Ich möchte noch kurz über etwas sprechen, das viele nicht bedenken, den Akzent. Viele Lerner haben Angst vor ihrem Akzent. Sie denken, wenn sie keinen perfekten deutschen Akzent haben, klingen sie komisch. Aber ich sage euch, ein Akzent ist keine Schwäche. Ein Akzent ist ein Zeichen. Ein Zeichen, dass man aus einer anderen Welt kommt, dass man eine andere Sprache kennt, dass man mutig genug war, eine neue Sprache zu lernen. Absolut richtig. Und wisst ihr was? Viele Deutsche finden ausländische Akzente sehr sympathisch. Wirklich. Ein englischer Akzent auf Deutsch klingt für viele Deutsche charmant. Ein spanischer Akzent klingt warm und schön. Ein russischer Akzent klingt stark und interessant. Akzente geben der Sprache Farbe. Ohne Akzente wäre die Welt langweiliger. Und noch etwas zum Thema Selbstvertrauen. Manchmal liegt das Problem nicht im Sprechen selbst, sondern in der Vorbereitung. Manche Lerner lernen sehr viel Grammatik und sehr viele Vokabeln, aber sie üben das Sprechen kaum. Dann, wenn sie plötzlich sprechen sollen, fühlt sich die Sprache fremd an. Sie kennen die Regeln, aber sie haben die Sprache nicht im Mund geübt. Das ist wie Schwimmen lernen, ohne ins Wasser zu gehen. Ha, das ist ein perfektes Bild. Man kann nicht schwimmen lernen, wenn man am Rand des Beckens steht und ein Buch über Schwimmen liest. Irgendwann muss man ins Wasser springen. Und ja, am Anfang schluckt man vielleicht ein bisschen Wasser, aber dann lernt man, wie es geht. Und plötzlich schwimmt man. Und dann macht es sogar Spaß. Genau so ist es mit dem Sprechen. Die ersten Male sind komisch. Die ersten Male sind unsicher. Man sucht nach Wörtern, das Stun, man macht Pausen, man sagt vielleicht das falsche Wort. Aber dann, nach dem 10. Mal, nach dem 20. Mal, wird es leichter. Und nach dem 100. Mal denkt man gar nicht mehr darüber nach. Man redet einfach. Ich möchte noch etwas sagen, das mir sehr wichtig ist. Selbstvertrauen beim Sprechen hat nicht nur mit der Sprache zu tun. Es hat auch mit dem Glauben an sich selbst zu tun. Wenn man denkt, ich bin nicht gut genug, ich lerne zu langsam, ich mache zu viele Fehler, dann glaubt man das irgendwann. Und dann verhält man sich auch so. Aber wenn man denkt, ich lerne, ich wachse, ich werde jeden Tag ein bisschen besser, dann wird das auch wahr. Das ist so schön gesagt, Henry. Und das möchte ich wirklich unterstreichen. Ihr lernt Deutsch, das ist mutig. Das ist nicht einfach. Deutsch ist bekannt dafür, dass es schwer ist. Die Artikel, der Dativ, der Genitiv, die langen Wörter. Und ihr macht das trotzdem. Das verdient Respekt. Von uns und von euch selbst.
Also, liebe Dankecast-Community, denkt daran, Sprechen ist wichtiger als Perfektion. Ein Fehler im Gespräch ist besser als Schweigen. Euer Akzent ist Teil von euch und er ist schön. Vergleicht euch nur mit eurer eigenen Vergangenheit und sprecht. Sprecht so viel ihr könnt. Sprecht laut, sprecht leise, sprecht mit euch selbst, sprecht mit anderen, aber sprecht. Und wenn ihr heute irgendetwas aus dieser Folge mitnehmt, dann das. Selbstvertrauen kommt nicht vor dem Sprechen. Selbstvertrauen kommt durch das Sprechen. Man wird nicht erst mutig und spricht dann. Man spricht und dadurch wird man mutig. Also fangt an. Jetzt, heute, mit einem Satz. Habt ihr eine Frage zum Thema? Schreibt sie in die Kommentare oder schreibt uns einfach, wie es euch geht mit eurem Deutsch. Wir sind immer neugierig, eure Geschichten zu hören. Jede Geschichte ist anders und jede Geschichte ist wertvoll. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Es war wieder wunderschön, diese Zeit mit euch zu verbringen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert Dankecast Deutsch, falls ihr das noch nicht getan habt. Das hilft uns sehr und wir freuen uns über jeden neuen Hörer in unserer Community. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Mut beim Deutschsprechen. Tschüss, Leute, ihr schafft das. Wir glauben an euch.